Es war im Jahre 1602, als wir die uns vertrauten Gefilde verließen, um in der Ferne unser Glück zu suchen, wohlwissend um das schier unberechenbare Risiko, welches solch gewagter Aufbruch in sich barg. Sämtlichen unserer Befürchtungen zum Trotz entlohnte uns das Schicksal nach langer und beschwerlicher Reise mit einem hübschen Flecken Erde, für den wir alsbald Besitz beanspruchten. Harter und unerbittlicher Einsatz und der Aufwand sämtlicher Kräfte versetzten uns indes in die glückliche Lage, innerhalb kürzester Zeit eine wohl florierende Wirtschaft und ein beschauliches und lebhaftes Städtchen unser eigen nennen zu dürfen. Frieden und Harmonie zierten unsere stattliche Heimat und bildeten eine Oase gnädiger Ruhe und einträchtigen Zusammenlebens. Bis zu dem Tage, an dem machthungrige Neider auf unser Glück und unseren Wohlstand aufmerksam wurden. Unerbittliche Schlachten brannten die gar schreckliche Fratze des Todes unauslöschlich in das Antlitz unseres Städtchens ein. Als schlussendlich nichts mehr wert war, noch darum zu kämpfen, schlossen wir neue Bündnisse und Handelsabkommen, die unseren Träumen und Hoffnungen zu neuen Höhen verhalfen. Frieden und Wohlstand hielten alsbald wieder Einzug. Nun, da ich alt geworden, überreiche ich euch, mein junger Freund, den Kelch der Redlichkeit. Möget ihr es mir gleich tun, neue Länder zu entdecken und zu besiedeln, wie ich einst anno 1602. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin euer Dominus und wir starten die große Anno-Serie. Mit dem ersten Anno, nämlich Anno 1602. Entwickelt vom österreichischen Spieleentwickler Max Design und der deutschen Sunflower Interactive Entertainment Software GmbH. Veröffentlicht wurde das Spiel 1998 von Sunflowers. Nachfolgend erschienen noch 2 Erweiterungen und mit dem Hauptspiel zusammen ergab das die Königsedition, die wir hier jetzt als Let's Play spielen. Ja, Anno 1602 war ein voller Erfolg und besitzt bis heute mit den danach folgenden Annos eine große Fangemeinde. Ja, und setzt bis heute neue Maßstäbe im Genre dieses Computerspieltyps. Ja, und was ist das Erfolgsrezept dieses Spieles? In einer unerforschten Inselwelt sollen wir Land erkunden und besiedeln, Bürger mit Gütern und Dienstleistungen versorgen und weiterentwickeln. Wir können Handel betreiben, Krieg gegen Piraten und Computergegner führen, um unser Land zu schützen oder zu erweitern, um unser Königreich zur Blüte und Reichtum zu führen. Ja, und je weiter die Entwicklung der Stadt und der Bürger voranschreitet, desto komplexer werden die Produktion und die ökonomischen Zusammenhänge. Ja, wie immer starten wir dieses Spiel mit einem Tutorial. Dafür gehen wir auf den Einzelspielermodus und dann sehen wir schon hier die Originalszenarien, Kampagnen und neuen Abenteuer, mit denen wir uns dann später beschäftigen werden. Für unser Tutorium könnten wir ein Einführungsspiel starten. Wir werden aber hier ein Endlosspiel entsprechend für unser Tutorium nutzen. Und dann sehen wir schon die 4 Schwierigkeitsgrade, die wir wählen können. Von einfach über durchschnittlich, fordernd bis schwer. Ja, und die Kriterien dieser Schwierigkeitsgrade sind unter anderem die Ergiebigkeit von Erzvorkommen, welches wir in diesem Spiel brauchen. Ja, und wie groß unsere Inseln sind, wie fruchtbar unsere Inseln sind, ob Piraten uns das Leben schwer machen, wie aggressiv unsere Computergegner sind und wie das Anfangskapital ist. Wir spielen hier im Schwierigkeitsgrad durchschnittlich. Dann sehen wir schon, wir haben genügend fruchtbare Inseln und gelegentlich werden uns Piraten aufsuchen. Gut, wir wollen das Spiel starten. Dann geben wir erstmal den Namen ein. Das habe ich natürlich hier schon gemacht. Natürlich Dominus, das bestätigen wir. Welche Farbe soll euer Banner zieren? Und dann haben wir diese wunderbare Großvaterstimme, die uns das Spiel hier begleiten wird, welches uns nun auffordert, unser Banner zu suchen. Wir haben 4 Farben. Ich nehme immer Blau. Ja, und wenn wir hier drauf drücken, beginnt auch sofort das Spiel. Legen wir mal los. Ja, und das erste, was wir machen müssen, ist hier auf Option zu gehen, unter der Diskette diesen Spielstand zu speichern.
Hier. Gesichert. Ja, und warum ist es so wichtig, dass wir den Spielstand als erstes speichern? Der Erfolg bei Anno 1602 hängt davon ab, dass wir relativ schnell die besten Inseln besiedeln, um einen Vorsprung gegenüber unseren Konkurrenten zu haben. Ja, aber das Spiel hat halt keinen Pausenmodus, wo die Spielgeschwindigkeit auf 0 runtergesetzt wird und wir trotzdem im Spiel agieren können. Drücken wir auf der Tastatur die Pausentaste, kommen wir tatsächlich hier in einem animierten Pausenmodus. Das Spiel ist tatsächlich unterbrochen und wir können nicht agieren. Drücken wir wieder die Pausentaste, sind wir im Spiel. Das heißt, während unsere Konkurrenten jetzt die besten Inseln hier besiedeln, müssen wir jetzt erstmal in Ruhe die Inselwelt erkunden. Ja, und die Inselwelt sehen wir hier auf der Minimap. Da können wir auch mit der linken Maustaste reinklicken. Da sind wir immer im aktuellen Ansichtsfenster, was immer hier durch die weiß gestrichelten Linien zu erkennen sind. Und dann sehen wir schon hier Inseln und wir sehen auch die Inseln in unterschiedlichen Vegetationstypen. Hier zum Beispiel haben wir die südlichen Inseln. Auf diesen Inseln wachsen nur bestimmte Rohstoffe, nämlich Baumwolle, Gewürze und Kakao. Wir brauchen übrigens alle Rohstoffe, die dieses Spiel zu bieten hat, um unsere Stadt maximal zu entwickeln. Ja, und hier oben im Norden haben wir natürlich die nördlichen Inseln. Hier wächst Weintrauben, Zuckerrohr und Tabak. Auch diese Rohstoffe brauchen wir, um unsere Bürger damit zu versorgen und weiterzuentwickeln. Gut, ja, und was sind jetzt die Kriterien? Eine neue Siedlung wurde gegründet. Ja, und dann kriegen wir auch schon die Sprachnachricht hier, dass der Konkurrent mit der roten Flagge diese Insel jetzt besiedelt hat. Hier unten sehen wir auch immer dann ein entsprechendes Hinweissymbol. Wenn wir da drauf gehen, sehen wir hier rechts unten immer dann halt, um was es sich handelt. Gut, was sind jetzt die Kriterien für eine perfekte Hauptinsel, wo wir unsere Stadt gründen sollen? Sie soll vor allem groß sein. Also das ist hier schon eine ziemlich gute Insel. Sie sollte Gebirge aufweisen. Haben wir auch. Warum? Im Gebirge sind potenzielle Erzadern und Erz brauchen wir ganz dringend für die Produktion von Gütern, um unsere Stadt auch weiter zu entwickeln. Sie sollte große zusammenhängende Bauflächen haben und nicht unbedingt stark zergliedert sein durch zum Beispiel hier Flüsse. Diese Insel ist gar nicht so schlecht, also hier dieser Bereich ist sehr großzügig, den könnte man sehr gut nutzen zum Bauen. Ja, und im Gebirge haben wir unter anderem auch natürlich Steinvorkommen. Stein ist ein wichtiger Baustoff, den wir auch für die weitere Entwicklung unserer Stadt brauchen. Also Gebirge, große Insel, wenig zerteilt und hier die Landmassen, wo wir unsere Stadt bauen können. Ja, was noch ein guter, oder ein wichtiger Punkt ist, die Insel sollte die Fruchtbarkeit von entweder Weintrauben oder Zuckerrohr haben, weil Alkohol, den wir daraus produzieren, relativ schnell... Neues Land wurde erschlossen. Ja, jetzt hat der weiße Konkurrent eine Insel besiedelt. Alkohol wird sehr früh in unserer Entwicklung von den Bürgern gefordert. Das sollten wir relativ schnell zur Verfügung stellen und damit können wir auch wesentlich mehr Steuer generieren. Dazu komme ich aber noch später, genauso wie zu der Erklärung des Desktop. Wie gesagt, diese einzelnen Symbole hier, die werden wir dann später noch erklären. Da kommen die freien Händler, also die neutral hier jeden ansteuern, um damit zu handeln. Ja, und was auch noch wichtig ist, ist eine zentrale Lage, weil wir werden andere Inseln auch noch besiedeln müssen, um halt entsprechend die Güter zu produzieren, die wir brauchen. Und wenn wir eine zentrale Lage haben, dann sind die Handelsrouten, wie die Güter dann halt zu unserer Hauptinsel bringen, nicht ganz so weit. Ist gut, wenn es nicht klappt, ist auch nicht so schlimm. So, diese Insel hier gefällt mir sehr gut und die werden wir jetzt mal als erstes erkunden. Wir haben hier unser Schiff, die White Gull. Das ist immer das, womit wir starten. Wenn das Schiff angeklickt ist und aktiv ist, sehen wir hier diesen grünen Balken. Den sehen wir hier auch nochmal. Das ist der Balken, der den Zustand unseres Schiffes angibt. Ja, je weiter das hier runtergeht, desto geschädigter ist das Schiff und letztendlich kann es dann untergehen. Das können wir allerdings auch aktiv machen hier mit diesem Button. Wir können das Schiff auch zum Verkauf anbieten.
Wir können automatische Handelsrouten festlegen und wir können diese ein- und ausschalten. Diese Art von Schiff hat 4 Ladekammern, die jeweils 50 Tonnen fassen können. Ja, und wir haben hier 50 Tonnen Werkzeug, 30 Tonnen Holz und 10 Tonnen Nahrung. Das ist immer das Standardprogramm, was unsere Schiffe am Anfang geladen haben. Ja, sie hat 4 Kanonen und man kann den Namen natürlich hier ändern. Wenn wir reinklicken, haben wir die Möglichkeit, den Namen des Schiffes zu ändern. Das wird später wichtig werden, wenn wir mehrere Schiffe auf Handelsrouten setzen. Gut, wie bewegen wir uns jetzt hier auf dieser Karte? Wir können, wie wir eben schon gesehen haben, in die Minimap reinklicken. Wir können aber auch die rechte Maus hier gedrückt halten und dann ziehend die Inselwelt hier erkunden. Wir können die Karte auch drehen, hier über den Kompass. Das können wir aber auch mit der Tastatur machen, nämlich mit der Tastatur. Ein Konkurrent hat eine neue Siedlung gegründet. Okay, das ist jetzt der letzte. Oh nein! Er hat genau die Insel, besiedelt, die ich eigentlich gerne weiter erkunden wollte. Aber egal, wir haben das ja gespeichert. Also mit Y können wir die Karte drehen und andersrum mit X. Wir haben auch verschiedene Zoom-Faktoren. Können wir hier entsprechend mit Plus und Minus einstellen. Wir können das aber auch mit den Funktionstasten F2. Da sind wir in der Fernansicht. F3 ist die Normalansicht und F4 ist die Detailansicht. Okay, gehen wir wieder in die Normalansicht. So, wie navigieren wir unser Schiff? Es muss auf jeden Fall entsprechend aktiviert sein. Und wenn wir jetzt mit der rechten Maustaste irgendwo reinklicken, In die Wanten! wird das Schiff zu diesem Punkt segeln. Hier sehen wir die Hand. Damit können wir diesen Befehl dann wieder stoppen. Wir wollen aber hier zu dieser Insel, also erkunden wir jetzt diese. Die Spielgeschwindigkeit können wir auch entsprechend einstellen. Über die Funktionstasten F5 normale Spielgeschwindigkeit, F6 ist die doppelte und F7 die dreifache. So, und dann sehen wir schon unser Schiff anrasen. So, und dann können wir das Schiff noch etwas näher an die Insel bringen, weil hier muss sich das Augensymbol öffnen. So, dann sehen wir das. Das müssen wir anklicken und dann wird die Insel erkundet. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt Eisenerz auf dieser Insel. Ja, sehr schön. Es gibt also Eisenerz. Sehen wir hier an dieser Symbolik über den Berg. So, wenn wir mit der Maus jetzt über diese Insel gehen, können wir sehen, wir haben 100% Tabak, 50% Weintrauben und 100% Zuckerrohrfruchtbarkeit. Also immer 100% nehmen. Das ist ein wichtiger Tipp. 50%ige Fruchtbarkeiten sind vollkommen unwirtschaftlich und sollten eigentlich nicht berücksichtigt werden. Okay, diese Insel ist nicht schlecht. Wir könnten Zuckerrohr hier anbauen. Weintrauben wäre besser. Weil bei Zuckerrohr müssen wir nicht nur die Plantage bauen, sondern auch die Rumbrennerei. Bei den Weintrauben brauchen wir nur das Weingut zu bauen, dann haben wir direkt den Alkohol. Ist aber nur ein kleines Detail. Okay, diese Insel ist nicht so interessant. Ihr seht, die Uferlinie ist ziemlich zerklüftet. Wir haben zwar Berge hier, aber auch hier ein Fluss, der es unterteilt. Also für eine Hauptinsel ist die hier eigentlich nicht interessant. So, dann haben wir hier unten noch die Inseln und auch die. Aber ihr habt ja gerade eben schon gehört, dass Alkohol wichtig ist und Alkohol kann nur auf den nördlichen Inseln produziert werden. Von daher ist eine Hauptinsel in den nördlichen Regionen eigentlich am sinnvollsten. Von daher hat sich das eigentlich schon erübrigt. Diese Insel soll unsere Hauptinsel werden. Gut, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur hier den Spielstand jetzt entsprechend wieder zu laden und diese Insel sofort entsprechend besiedeln. So, da sind wir. Sofort hier diese Insel ansteuern. Und dann können wir auch mal drehen.
Die Spielgeschwindigkeit können wir dann jetzt mal erhöhen wieder. Ja, und wenn wir hier nochmal so an den Uferlinien entlang gehen, sehen wir auch hier wieder, dass es Fischgründe gibt. Also hier können wir auch entsprechend Fisch fangen. Es gibt übrigens auch noch andere Produkte, die wir anbauen können, die keine Fruchtbarkeit brauchen. Das ist zum Beispiel Getreide. Eine neue Siedlung wurde gegründet. Ja, der rote Konkurrent hat schon entsprechend seine Siedlung gegründet. So, wir sind da. Brauchen jetzt nicht unbedingt hier die Insel zu erkunden. Wir können sofort das Kontor bauen. Draufklicken und dann sehen wir schon den Aktionsradius des Kontors und was wir brauchen. Nämlich 3 Einheiten Werkzeug, 6 Einheiten Holz und es kostet uns 100 Taler. Übrigens ganz oben links sehen wir unsere Stadtkasse, mit der wir anfangen. Okay, ja. Dann drücken wir. Ja, und dann hören wir diesen bekannten Jingle. Da weiß jeder Anno-Fan sofort Bescheid. Ein Kontor wurde gebaut und eine Insel besiedelt. Gut, wir erkunden jetzt trotzdem die Insel, damit das Erzvorkommen entsprechend Die sichtbar ist. Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Ja, und ihr seht hier oben diese kleine Animation, zeigt uns, dass wir hier Eine Erz neue haben. Siedlung wurde gegründet. Ja, jetzt hat der weiße Konkurrent seine Insel hier besiedelt. Ja, ich spiele nicht das Original Anno-Spiel, weil dafür gibt es keinen Widescreen-Mod. Es gibt aber eine remasterte Version, die man zum Beispiel bei Steam erwerben kann, wo dieses Spiel dann halt extra für Widescreen neu konfiguriert wurde. Es gibt noch ein paar Verbesserungen in der Grafik. Ansonsten ist das Spieleprinzip und auch alle anderen Features gleich geblieben, einfach nur jetzt hier in einer etwas größeren Auflösung, was ich sehr gut gelungen finde. Im Originalspiel hätte man jetzt diese kleine Videosequenz im Vollbild gesehen. Das ist eine kleine Veränderung, die hier vorgenommen worden ist. Aber jetzt nicht ganz so dramatisch. So, was machen wir jetzt? Das erste, was wir machen, wir werden jetzt die Nahrungsmittel, nämlich ausladen. Das geht ganz einfach. Wir klicken hier auf diese Holzkiste, Waren zwischen Kontor und Schiff austauschen. Und dann sehen wir einmal die White Gull und wir sehen unsere Stadt. Sie heißt Vorach. Und wir können entweder von Vorach auf Schiff oder von Schiff auf Vorach. Das müssen wir hier mit den Pfeilen entsprechend anklicken. Ne? So, und dann haben wir nochmal die Einheiten, wie viele Einheiten rübergebracht wird. Und Ein das habe ich Mitspieler gerade. erweitert seine Ländereien. So, jetzt haben wir den gelben auch. So, das habe ich gerade verkehrt geklickt. Also Werkzeuge kommen von Vorach wieder aufs Schiff. Ich möchte aber jetzt hier die Nahrungsmittel vom Schiff entsprechend in die Stadt oder ins Kontor laden. So können wir immer hin und her das stellen. Und hier haben wir auch noch die Möglichkeit, die einzelnen Warengruppen entsprechend einzustellen. Also wir haben jetzt hier Holz oder besondere Baustoffe. Hier haben wir Waffen, Bedarfsgüter und Rohstoffe. Gut. Ja, bevor wir jetzt anfangen zu siedeln, brauchen wir 2 Güter, nämlich Holz und Werkzeuge, um überhaupt weiter zu bauen. Werkzeuge können wir nicht selber herstellen, Holz schon. Deswegen müssen wir das Holz jetzt erstmal einkaufen. Das werden dann von unseren freien Händlern entsprechend hier ins Kontor geladen. Dafür müssen wir natürlich auch etwas Geld dann lassen. Wir klicken das Kontor an, dann haben wir hier verschiedene Icons. Für uns erstmal wichtig, diese hier, nämlich Verkaufen, Einkaufen. Klicken wir an, hier den Einkaufsbutton und dann müssen wir eine Ware aussuchen, die wir einkaufen möchten. Ganz klar haben wir hier alle Waren, die wir entsprechend im Spiel zur Verfügung haben und wir möchten Werkzeuge einkaufen. Wichtig ist, dass ihr hier diesen Regler natürlich benutzt, wie viel Waren sollen denn ins Lager eingekauft werden. So, und ich möchte mal 10 Tonnen entsprechend eingekauft haben. Mehr nicht. Sonst seid ihr dann pleite, wenn ihr das hier nicht einstellt. Die Preise, da werden wir uns später mit beschäftigen. Lassen wir jetzt erstmal so. Das ist jetzt automatisch vom Spiel so eingestellt.
können wir dann entsprechend später nochmal gucken. Wenn ihr das billiger macht, werden wahrscheinlich weniger Händler euch Werkzeuge kaufen. Macht ihr das teurer, natürlich mehr. Klar, Angebot und Nachfrage, da kommt schon unser erster Reihe Händler, der uns wahrscheinlich jetzt hier Werkzeuge verkauft. So, ich habe jetzt mal einfach das Warenlager hier aufgemacht. Das gucken wir mal. Ja, dann seht ihr hier den roten Balken. Das zeigt an, wie viel Waren wir haben. 8 Tonnen Werkzeuge sind jetzt eingekauft worden. Gut, das läuft also. Und am Anfang des Spiels wird natürlich viel Werkzeuge verkauft. Und je mehr natürlich die freien Händler an den anderen Konkurrenten verkaufen, desto weniger wird natürlich an uns verkauft. Gut, wir müssen aber jetzt Holz produzieren. Wir haben 2 Möglichkeiten. Wir können entweder auf unserer Hauptinsel Holz produzieren oder eine nächste Insel entsprechend besiedeln und da nur Holz produzieren. So, diese Insel sieht gar nicht schlecht aus, nur für Holz. Und hier oben die auch nicht. Allerdings hier haben wir einen Vulkan. Das sieht man immer hier an diesem Krater. Wenn der ausbricht, naja, dann gibt es manchmal Brände in unseren Siedlungen. Das muss man einfach wissen. Gut, ich würde aber jetzt gerne diese Insel hier einfach besiedeln für unsere Holzproduktion. Der Vorteil ist auch, dass das recht nah hier an unserer Hauptinsel ist. Allerdings würde ich, glaube ich, gerne hier das Kontor bauen wollen, weil dann ist der Weg hier relativ kurz. So, wir können einmal erkunden. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Hat reiche Eisenerzvorkommen. Ja, ihr seht, die Fruchtbarkeiten sind miserabel, nur 50%ige Fruchtbarkeiten, aber ein reiches Erzvorkommen. Wir können jetzt hier gucken, wo wir unser Kontor bauen können. Das können wir nämlich hier gar nicht bauen. Das ist doof. Hier können wir es bauen. Oder bauen wir es doch lieber hier hin? Bauen wir es hier hin. So, dann laden wir jetzt hier auf und bauen die ersten Forsthäuser. So, wir laden hier Werkzeuge in das Kontor von Zwackau. Und auch das Holz. Das Holz nehmen wir ganz. So, und jetzt können wir mal in den Detailmodus gehen. So, und wenn wir jetzt bauen wollen, gehen wir hier auf den Baumodus. Ja, und dann können wir aussuchen, was wir bauen wollen. Also wir können Verteidigungsanlagen bauen, Straßen und Brücken, Bergbau. Wir können den Abrissmodus aktivieren, Handwerksbetriebe, Farmen und Plantagen, Hafenanlagen und öffentliche Gebäude. Wir finden das Forsthaus bei Farmen und Plantagen. Das ist das, was wir am Anfang bauen können, nämlich eine Schafsfarm, Jagdhütte, Forsthaus und Wald. Wir klicken das Forsthaus an, dann sehen wir den Aktionsradius wieder von diesem Gebäude. In diesem Bereich wird das Forsthaus entsprechend Bäume schlagen und Holz produzieren. Das schließen wir dann jetzt hier am Kontor an. Das ist natürlich ganz wichtig, weil die Güter müssen irgendwie abgeholt werden. Und das macht das Kontor oder der Marktplatz. Wenn wir jetzt hier das natürlich optimieren wollen, müssen hier noch Bäume gepflanzt werden. Das können wir ganz einfach machen. Wir klicken das Forsthaus an und gehen dann direkt hier auf den Baumodus. Und dann ist der Wald direkt aktiviert. Und dann können wir, wenn wir die rechte Maustaste gedrückt halten, hier ziehend den Wald oder die Bäume pflanzen. So, kleiner Tipp. Das geht relativ schnell. Und dann sehen wir hier, was für eine Auslastung im Moment ist. 1 Tonne ist jetzt mittlerweile im Forsthaus. Da wird jetzt gerade die Güter abgeholt und ins Kontor gebracht. Und jetzt haben wir eine Auslastung von 100, jetzt wieder nur 89. Das ändert sich. Ihr solltet mal gucken, dass ihr natürlich eine 100%ige Auslastung habt. So, und wir können hier den Betrieb auch stilllegen oder den Marktkarren sofort rufen. Wir brauchen aber mehrere Forsthäuser. 3 brauchen wir mindestens. So, hier kann noch eins hin. Das Anschließen bitte nicht vergessen.
Und ich möchte noch einen dritten haben. Dann müssen wir gucken, ob das hier noch passt. Ja, die sollten natürlich nicht überlappen. Ja, da überlappen sie sich ein bisschen, aber ist es nicht ganz so schlimm. Aber sie sollten natürlich sich nicht zu stark überlappen, weil dann wird die Produktion dadurch geschmäht. So, auch hier müssen wir natürlich noch Wald pflanzen. Wunderbar. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Holzproduktion. Das können wir dann hier noch erweitern. Wir können hier Eisenerz abbauen. Also das ist eine ganz gute Bauinsel. Hier können wir auch sogar Stein entsprechend noch produzieren. Gut, was machen wir als nächstes? Ein guter Tipp ist, jetzt, bevor wir wirklich unsere Stadt gründen, noch weitere wichtige Inseln zu besiedeln, damit wir das am Anfang direkt festgelegt haben. Wir brauchen ja wirklich alle Ressourcen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall so eine große Insel im Süden. Oder hier, oder auch hier diese nördliche Insel ist auch noch interessant. Also wir brauchen noch mindestens 2 bis 3 Inseln, wo wir unsere Ressourcen abbauen können, die wir auf der Hauptinsel hier nicht entsprechend anbauen können. Ja, dafür aktivieren wir unser Schiff und wir können jetzt hier schon mal Holz komplett in unser Schiff wiederbringen, auch die Werkzeuge, und machen uns auf den Weg, zum Beispiel jetzt ja, die einzelnen Inseln noch zu erkunden. Diese Insel finde ich sehr interessant. So, dann kann unser Schiff sich auf den Weg machen. Spielgeschwindigkeit können wir erhöhen. Das Problem ist natürlich, dass ihr jetzt jede Menge Geld verliert. Ne? Also wir haben ja jetzt nur Produktionskosten. Aber das sollte man auf jeden Fall entsprechend nutzen, die Inseln zu erkunden und die wichtigsten Inseln tatsächlich Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. zu besiedeln. Ja, und da sehen wir jetzt hier fremde Kulturen auf den Inseln. Wir können mit diesem eingeborenen Handel betreiben. Wir können sie aber auch natürlich militärisch beseitigen. Dann trifft uns allerdings ein Fluch, der unterschiedlich ausfallen kann. So, wir erkunden diese Insel. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Sehr gut. Erz haben wir hier. Und was haben wir jetzt hier? 100% Baumwolle, 100% Gewürze. Das ist eine super Insel. Gewürze brauchen wir auch. Und die würde ich auch, glaube ich, sofort besiedeln. Bei großen Inseln müsst ihr Folgendes bedenken. Wenn die Insel nicht komplett von uns entsprechend besiedelt ist, kann unsere Gegner hier entsprechend auch siedeln. Das bedingt aber, dass dann uns Krieg erklärt wird. Und das sollte man vermeiden. Das kann man vermeiden, indem man erstmal nochmal ein bisschen Werkzeug und Holz in unsere Stadt oder in unsere Siedlung Lemberg bringt und dann hier bei den öffentlichen Gebäuden den Marktplatz baut. Ihr seht, er hat auch einen großen Aktionsradius. Da ist das Eingeborenendorf. Ich würde tatsächlich ihn hier hinbauen. Ja, und ich glaube, ich würde sogar hier noch eins hinbauen. So. Und hier ist das Eingeborenendorf, da kann er nicht siedeln. Damit ist diese Insel auf jeden Fall gesichert. So, und dann geht es natürlich jetzt wieder hier zu unserer Holzinsel, wo wir jetzt hier entsprechend das Holz einlagern und dann gucken wir uns die anderen noch an. Also wir brauchen auf jeden Fall noch eine Kakaoinsel. Und ich hätte gerne noch eine Insel, wo ich später ja eventuell noch
Getreide anbauen kann. Von daher ist die Fruchtbarkeit da jetzt erstmal nicht ganz so wichtig. Diese Insel finde ich auch noch ganz interessant. Aber wir müssen jetzt erstmal Holz laden. So, unser Schiff ist angekommen. Ihr müsst so weit zum Kontor, dass diese Kiste hier sichtbar ist. Dann können wir das ganze Holz ja einladen. Und dann gucken wir uns jetzt mal diese Insel an. Das ist aber eine nördliche Insel. Ne? Also, da werden wir auf jeden Fall keinen Kakao finden. So, da sind wir jetzt. Einmal erkunden. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja, hier haben wir 100% Weintrauben. Die Insel hat reiche Und wir Eisenerzvorkommen. haben Eisenerz. Ja, das ist nicht schlecht. Ihr habt eine Goldader entdeckt. Ja, wunderbar. Also, Gold ist das zweite Mineral, was dieses Spiel zu bieten hat. Und das gibt es sehr selten auf den Karten. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Und diese Insel muss ich auf jeden Fall haben. So, diese Insel ist so klein, da kann eigentlich der Konkurrent nicht drauf entsprechend siedeln. Ich hoffe es mal. Okay, wir gehen jetzt zu dieser Insel hier und gucken, was wir hier entsprechend an Fruchtbarkeiten haben. So, auch hier erkunden wir die Insel. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel bietet Erz. Okay, hier haben wir eine 100%ige Fruchtbarkeit für Kakao. Das ist nicht schlecht. Das ist wieder eine nördliche Insel. Okay, ja. Die ist so klein. Ja, die müssen wir tatsächlich hier nehmen. Das ist jetzt die einzige Kakaoinsel. Auf jeden Fall eine großzügige Kakaoinsel. Wir setzen hier entsprechend ein Kontor. Werden hier aber auch wieder einen Marktplatz bauen. Ja, damit sollte diese Insel auch gesichert sein. So, damit haben wir ja die wichtigsten Inseln. Das Einzige, was ich noch gerne hätte, wäre eine Insel, wo ich Getreide anbauen kann. Das wäre noch interessant mit dieser hier. Das wäre jetzt tatsächlich die letzte Insel, die ich noch besiedeln möchte. Kann aber sein, na doch, es müsste noch reichen für ein Konto. Okay. Dann, hier hin. Ihr seid auf eine fremde Kultur gestoßen. So, auch hier haben wir eine fremde Kultur. Wir gucken mal eben. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja, Tabak, Erz und Zuckerrohr. Tja, komm, die nehmen wir uns auch noch. Setzt neuen Kurs. Und dann haben wir jetzt alles entsprechend jetzt hier gemacht. Ja, man hätte auch noch diese Insel nehmen können für die Getreideproduktion. Aber unsere Insel ist auch so groß, das können wir auch am Anfang dort machen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt die wichtigsten Inseln hier besiedelt. Unser Schiff hat unsere Heimatinsel erreicht. Wir können jetzt endlich anfangen, unsere Stadt aufzubauen. Dafür brauchen wir aber Holz. Das muss auf unsere Insel beschafft werden. Ja, das machen wir mit einer Handelsroute. Dafür müssen wir erstmal eine erstellen. Hier, wenn das Schiff aktiv ist, hier draufklicken, das Ziel auswählen. Einmal, wo die Ware hingebracht werden soll, nämlich nach Borach. Dann klicken wir die Ware an, die dahin soll, nämlich Holz. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Der Pfeil in die Richtung, da wird das Holz auf das Schiff geladen. Einmal draufklicken, wird es ins Kontor geladen. Dann müssen wir das Ziel aussuchen, wo die Ware eingeladen werden soll. Das ist hier in Zwickau.
auch wieder anklicken. Da ist das Lager schon voll und da kann der Pfeil jetzt so bleiben. Das Holz wird auf das Schiff geladen. Gut, dann können wir hier entsprechend diese Handelsroute aktivieren. Vorher werden wir aber noch den Namen ändern. Es ist immer ganz gut, wenn das Schiff den Namen hat, welche Ware gerade transportiert wird. Das ist jetzt Holz. So, und dann können wir jetzt das Schiff auf die Handelsroute setzen. Gut. Ja, in der Zeit werden wir jetzt erstmal den ganzen Wald hier roden. Wir brauchen Platz, um zu bauen. Und zwar können wir immer nur in dem Bereich agieren, ja, der von einem Kontor oder von einem Marktplatz entsprechend ja, hier als Aktionsradius gekennzeichnet ist. So. Ja, und als nächstes müssen wir erstmal noch einen Marktplatz bauen, um den Aktionskreis zu erweitern. Wir könnten zwar jetzt hier auch schon bauen, aber unsere Bürger brauchen auch einen Marktplatz. Den Marktplatz finden wir hier bei den öffentlichen Gebäuden. Da ist er. Ja, und dann sehen wir, dass es blinkt. Hat damit zu tun, dass entweder das Baumaterial fehlt oder das Geld. In dem Fall ist es das Baumaterial, nämlich das Holz. Aber da kommt schon unser Schiff und wir können gleich unseren Marktplatz errichten. So, da sind die 30 Tonnen Holz in unserem Kontor. Ja, und das Gebäude braucht immer so ein bisschen hier von dem Aktionsradius des Kontors oder eines anderen Marktplatzes, damit es sich aufbaut. Hier geht es nicht, aber hier. Ja, ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Nicht zu weit hier hin, weil wir müssen ja jetzt nicht unbedingt den Aktionsradius auf das Meer ausweiten. Das Land ist wichtiger. So. Wunderbar. Auch hier können wir den Wald erstmal wegnehmen. Dann stehen unsere armen Rehe ganz alleine. Wir gehen mal in den Detailmodus. So, jetzt können wir anfangen, unsere Stadt aufzubauen. Und da ist jetzt die große Frage, wie baut man die Stadt auf? Grundsätzlich ist es nämlich unterschiedlich, wie unser Baufeld hier beschaffen ist, wie die Uferlinien sind und wie groß überhaupt wir unsere Stadt ausbauen können. Für alle Städte gilt, dass wir 2 Zentren brauchen, nämlich für die öffentlichen Gebäude. Es gibt eine Kategorie der öffentlichen Gebäude, die einen großen Radius haben. Da brauchen wir ein Feld von 8x6. Das sollte immer sehr zentral in unserer Stadt hier aufgebaut werden. Ich würde das jetzt hier entsprechend mal platzieren. So, damit haben wir hier dieses Zentrum unserer Stadt festgelegt. Wir verbinden das mal hier mit unserem Marktplatz. So, und wir brauchen aber jetzt noch ein Zentrum für öffentliche Gebäude, die nicht so einen großen Radius haben. Da müssen wir dann immer hier solche Stadtzentren errichten, die um dieses Zentrum hier platziert sind. Ja, das Zentrum für die öffentlichen Gebäude, die nicht so einen weiten Radius haben, braucht nur 5x6 zu sein. Das können wir dann jetzt hier aufbauen. So, damit haben wir jetzt diese beiden Stadtzentren festgelegt. Und jetzt können wir endlich unsere Wohngebäude errichten, die nur Holz brauchen. Oder schon mal hier entsprechend unsere Wohngebäude errichten. Dann machen wir das so. So, und dann können wir Blocks bauen. Ich baue ja gerne hier mal 2 Blöcke.
So, und man kann auch 3x3 Blöcke bauen. Allerdings gibt es da mal ein kleines Problem. Ich baue mal hier so eins auf. Oh, wir haben kein Holz mehr, da kommt Neues. Wir haben hier in der Mitte dann ein Gebäude, was keinen Anschluss an die Straße hat. Und wenn hier mal ein Feuer ausbricht oder die Pest in unserer Stadt wütet, kommt da weder die Feuerwehr noch ein Arzt hin und dieses Gebäude verfällt. Man kann aber auch Folgendes machen. Man kann hier in der Mitte eins bauen. So, und dann kann man hier eine Straße so bauen. Und hier hat man noch Platz, um eventuell ein öffentliches Gebäude zu errichten. So, und das ist ja auch irgendwie nicht so wirklich gut gebaut, oder? Nee. Das sieht doof aus. Na, das bauen wir anders. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Ja, mit der Entwicklung unserer Stadt haben wir die Aufmerksamkeit der Konkurrenten auf uns gezogen. Wir haben einen Handelsvertrag angeboten bekommen. Wir finden das hier bei Diplomatie. Da haben wir unsere 3 Konkurrenten. Und der Gelbe hat uns einen Handelsvertrag angeboten. Klicken wir drauf, akzeptieren wir ihn. Wir können aber auch selber einen Handelsvertrag anbieten. Und wenn der angenommen wird, öffnet sich hier die Pergamentrolle. So, was haben wir mit den anderen 2 auch einen Handelsvertrag und wir könnten jetzt entsprechend Handel betreiben. Einen Friedensvertrag haben wir auf jeden Fall. Wenn wir den nicht hätten, das hätten wir ja schon gemerkt. Ja, und hier können wir Tribut zahlen, um das Verhältnis zu unseren Konkurrenten zu verbessern. Im Moment ist es weder schlecht noch gut. Wenn wir Tribut zahlen, geht der Daumen nach oben. Aber das ist jetzt im Moment nicht nötig. Wir haben ja einen Friedensvertrag. Alles ist soweit gut. So, dann klicken wir mal hier das Wohngebäude an und dann sehen wir nämlich hier unsere Bürger. Sehen wir ihn mit einem breiten Lächeln. Wir haben verschiedene Stufen unserer Bürger, von zufrieden bis eher indifferent bis ärgerlich. Das sehen wir hier an dieser Mimik und wir können die Steuern auf Maximum stellen, ohne dass unseren Bürgern hier das Lächeln vergeht, was normalerweise der Fall ist. Hängt damit zusammen, dass wir hier Bedarfsbalken haben, der ist so 100% erfüllt und hier haben wir den Nahrungsbalken, der ist auch 100% erfüllt. Dadurch können wir die Steuern sehr hoch stellen. Der Nahrungsbalken sollte nie hier absinken, dann ist sofort eine große Unzufriedenheit und wenn unsere Bürger unzufrieden sind, dann wandern sie ab. Aber hier, wenn sie lächeln, wandern sie eher ein. Wir sehen schon, wie sich jetzt hier die Zahl der Pioniere steigt. Ja, und wir sehen, was sie zur Weiterentwicklung benötigen, nämlich einmal Stoffe und eine Kapelle. Gut, wir sehen, wir haben eine negative Stadtbilanz. Das können wir jetzt tatsächlich erstmal nur ausgleichen, indem wir weitere Bürger in unsere Stadt bringen und weitere Steuern gezahlt werden. Wir können allerdings auch Waren verkaufen. Wir können zum Beispiel, wenn wir hier auf das Kontor klicken, auf Verkaufen gehen. Dann können wir anklicken, was wir verkaufen wollen. Und wir sehen, Holz sammelt sich schon allmählich an. Dieses gelbe Dreieck zeigt an, dass diese Ware eingekauft wird. Wir klicken hier drauf und müssen jetzt angeben, wie viel wir im Warenlager noch haben wollen. Und wir wollen mal 15 Tonnen im Warenlager haben. Der Rest kann verkauft werden. Das ist die Preisschiene. Es wird automatisch hier angegeben. 15 Taler würden wir jetzt bekommen.
Machen wir es teurer, ist die Gefahr, dass keiner kommt, recht groß. Machen wir es recht günstig, können wir gewiss sein, dass die Ware verkauft wird. Ja, 15 Taler ist ein guter Preis. Denkt bitte daran, alle Güter, die wir hier produzieren, verursachen Kosten. Und das sind die sogenannten Selbstkosten, die wir eingeben müssen, damit wir wenigstens, wenn wir es verkaufen, plus minus null rauskommen. Blaue Menschen haben tatsächlich eine Tabelle schon erstellt, für alle Güter die Selbstkosten entsprechend berechnet. Diese Liste kann ich gerne zur Verfügung stellen, wenn gewünscht. Ja, und die Selbstkostenpreise für Holz sind 2 Taler. Da sind wir mit 15 Taler, glaube ich, schon ziemlich gut dabei. Gut. Was wir allerdings als erstes regeln müssen, ist die Nahrungsmittelversorgung. Wir können am Anfang ja nur eine Jagdhütte und hier eine Fischerhütte errichten für die Nahrungsmittelproduktion. Jagdhütte ist recht produktiv, braucht aber viel Wald, den wir jetzt gerade hier auch schon entfernt haben, und die Fischerhütte ist recht unproduktiv. Allerdings ab 30 Pioniere, die wir schon längst haben, können wir hier die Rinderfarm errichten. Und das ist wirklich eine sehr produktive Produktion von Nahrungsmitteln. Oh, da kommt der Händler. Mal gucken, ob er Holz kauft. Ja, er hat jetzt Holz gekauft. Das sieht man, dass unsere Stadtkasse angewachsen ist. Ja, und in der Rinderfarm wird Fleisch produziert und das wird hier in der Fleischerei, das finden wir bei den handwerklichen Gebäuden, dann zu Nahrungsmitteln weiterverarbeitet. So, und weil Nahrungsmittel ganz wichtig sind, sollten wir das als nächstes in Angriff nehmen. Dafür brauchen wir einen weiteren Marktplatz. So, den können wir hier entsprechend errichten. Ja. Auch hier nehmen wir den Wald jetzt erstmal weg. So, und bauen dann jetzt hier schon mal einen Weg. Und dann können wir auch schon Brücken bauen. Nämlich einmal hier und einmal hier. So, man kann den Marktplatz hier an die Stadt entsprechend anschließen, muss aber nicht unbedingt sein, weil der Marktplatz brauchen wir jetzt tatsächlich nur, dass hier die Marktkarren die Güter von den Produktionsstätten abholt. Gut, wir bauen die Rinderfarmen auf. So, und die Rinderfarmen brauchen nur Grünland, wie wir hier sehen. Können wir hier gut hinbauen oder bauen wir es besser so? Bauen wir sie hier hin. Ja, und ihr seht, in dem Bereich, wo die Rinder dann grasen, sollte kein Wald und auch keine anderen Bauwerke stehen, damit die Produktion dann nicht entsprechend minimiert wird. So sieht das sehr gut aus. Wir brauchen aber 2 für eine optimale entsprechende Auslastung. Können wir hier hinsetzen. Gut, ein kleiner Tipp. Wartet, bis die ersten Rohstoffe hier in der Rinderfarm vorhanden sind, bevor wir die weiterverarbeitenden Betriebe bauen. Weil die haben auch Betriebskosten und wenn kein Rohmaterial da ist, verbrauchen sie tatsächlich nur Geld, ohne irgendwas zu produzieren. Wenn wir dieses Zeichen hier sehen, dann heißt es immer, irgendwas stimmt nicht. In dem Fall ist jetzt, dass keine Waren im Lager sind. Das ändert sich aber gleich. So, mittlerweile haben wir 1 Tonne Fleisch schon hier in der Rinderfarm. Jetzt können wir die Fleischerei bauen. So, und da müssen wir auch darauf achten, dass das halt im Aktionsradius der Fleischerei unsere Rinderfarm auch liegen. Sonst holt der Metzger die Ware nicht selbstständig dort ab. Da sehen wir schon, wie er sich auf den Weg macht.
Und deswegen müssen wir auch hier diese Produktionsstätten nicht an einem Marktplatz oder Kontor anschließen. Damit haben wir jetzt die Lebensmittelversorgung auf jeden Fall aufgebaut. Das ist so das Wichtigste. Ich möchte jetzt die erste Kapelle bauen. So, und dann sehen wir auch den Radius von der Kapelle. Die ist nicht sehr groß. Wenn ich jetzt hier noch eine hinbaue, dann würde ich die erstmal recht weit hier oben hinbauen, oder? Hier können wir die Kapelle übrigens drehen, wie wir sie bauen wollen. Also hier könnten wir eine hinbauen, dann haben wir relativ viel hier abgedeckt. Dann bauen wir das so. Ja, und so. Das ist doch gut. So, und jetzt haben unsere Pioniere Zugang zur Kapelle. Dieses Symbol ist hier weg und die Steuererträge steigen. Allerdings, so eine Kapelle hat natürlich auch Betriebskosten. 5 Taler. Und wir sehen, wie sich hier unsere Bilanz weiterhin verschlechtert. Deswegen, wir müssen weiter hier unsere Stadt ausbauen. Das ist einer der wichtigsten Elemente bei Anno. Denn die Steuererträge sind die wichtigsten Einnahmequellen hier bei diesem Spiel. Wir können natürlich Handel betreiben. Wir können zum Beispiel hier mal gucken, was so der Konkurrent mit der roten Flagge jetzt haben möchte und was er verkauft. Wenn wir einen Handelsvertrag haben, können wir hier draufklicken und dann sehen wir, die Nachfrage ist Holz. Wir könnten jetzt beim aktiven Handel unser Schiff mit Holz beladen und hier verkaufen. Wir haben aber den passiven Handel, das heißt, wir bieten das in unserem Kontor an und entweder kann er die Sache bei uns holen oder die freien Händler. Ja, hier haben wir den Konkurrenten mit der gelben Flagge. Holz und Stein wird hier benötigt. So, und dann haben wir hier noch den mit der weißen Flagge, auch Holz und Stein. Also die beiden Sachen werden jetzt gefragt und das verkaufen wir ja auch. Das ist gar nicht schlecht. Kommt der freie Händler wieder? Ja, und damit sich jetzt hier unsere Stadt auch wirklich weiterentwickelt, müssen wir den Bürgern Stoffe zur Verfügung stellen. Die Stoffproduktion läuft mit der Schaffarm hier und der Webstube. Wir brauchen 2 Schaffarmen für eine Weberei. Gucken wir mal. Das wäre jetzt nicht so gut, weil da Gebirge entsprechend das Grünland reduziert. Aber so würde es gehen, ja. Und dann können wir die zweite so bauen. Ja. Ja, und hier warten wir auch, bis der Rohstoff in der Schaffarm ist und dann können wir die Webstube bauen. So, mittlerweile haben wir jetzt auch endlich Wolle in unserer Schaffarm. Dann können wir die Webstube bauen. Die können wir jetzt hier hinbauen. Aber nicht vergessen, hier noch entsprechend einen Weg hinzubauen, damit der Marktkarren hier die Stoffe abholen kann. So, und dann geht auch schon unser Weber und holt sich seine Rohstoffe. Somit haben wir jetzt Nahrungsmittel und Stoffe und sobald die ersten Stoffe in unserem Warenbestand sind, entwickeln sich hier unsere Pioniere weiter. Wichtig ist, ein Lächeln auf den Lippen müssen sie schon haben und natürlich entsprechend alle Güter und Dienstleistungsgebäude.
So, da werden die ersten Stoffe abgeholt. Wunderbar. Und da entwickeln sich die ersten Siedlerhäuser. Ja, bei dem Ausbau der Gebäude brauchen unsere Bürger natürlich Baustoffe. Hier braucht man 1 Tonne Werkzeug und 3 Tonnen Holz, um das Gebäude auszubauen und in die nächste Zivilisationsstufe zu gelangen, nämlich Siedler. Klicken wir auf den Marktplatz, sehen wir hier dieses Icon. Wir können auch entsprechend das unterbinden, dass unsere Stadtbewohner das Baumaterial bekommen, dann haben wir halt keinen Ausbau. Das brauchen wir, wenn wir dringend andere Gebäude errichten müssen und die Baustoffe dafür nutzen wollen. Aber jetzt können wir erstmal hier unsere Bürger sich weiterentwickeln lassen. Ja, und ihr seht, als nächstes wird Alkohol verlangt und der Bedarfsregler ist jetzt hier. Ich kann jetzt nicht die Steuern wie bei den Pionieren volle Kanne nach oben bringen, weil dann verändert sich tatsächlich das Gesicht. Da sehen wir es, das Lächeln ist vergangen, so ein bisschen indifferent. Allerdings in diesem Stadium haben wir keinen Zuwachs in der Bevölkerung. Ja, und das kann sich dann noch ändern. Und dann gucken wir schon so ein bisschen grimmiger und es kann dann sein, dass wir tatsächlich ein Schrumpfen der Bevölkerung haben. Also wollt ihr einen Zuwachs haben, sollten unsere Bürger lächeln. Ja, und jetzt wisst ihr auch, warum wir Alkohol als erstes brauchen. Wenn wir Alkohol zur Verfügung stellen, ist dieser Bedarfsregler ganz oben. Wir können die Steuern richtig weit nach oben schrauben und gut Geld verdienen. Im Moment tun wir das nicht, weil wir hier eine fette negative Bilanz haben. Hängt aber damit zusammen, dass wir natürlich auch einkaufen müssen, nämlich unsere Werkzeuge. Ja, mit steigender Zahl unserer Siedler, zum Beispiel jetzt 16, werden neue Bauoptionen freigeschaltet. Hier sehen wir schon, weiterer Bedarf an Tabakwaren und Gewürze wird angemeldet. Wir brauchen aber jetzt erstmal nur ein Gut, was wir denen zur Verfügung stellen, und das ist Alkohol. Ja, mit 15 Siedler können wir neue Gebäude errichten. Und zwar haben wir hier beim Bergbau jetzt den Steinbruch und wir können dann einen Steinmetz errichten, der dann Ziegel herstellt. Das ist zwar hier in dem Spiel ein bisschen sonderbar, dass man aus dem Steinbruch Ziegel herstellt, aber so ist das nun mal halt. Ja, und dieses Baumaterial brauchen wir auch ganz dringend für die weiteren Gebäude. Von daher ist das das nächste, was ich bauen möchte. Ja, mittlerweile schon über 100 Einwohner in unserer Stadt. Wie heißt sie nochmal? Woche. Ja, und ihr seht, die Bilanz in unserer Stadt wird besser. Aber die Gesamtbilanz ist halt noch relativ mies. Gut. Den Steinbruch wollten wir bauen. Der muss natürlich hier entsprechend aufgebaut werden. Hier baut er sich nicht auf. Baut er sich hier auf? Ja, hier baut er sich auf. Da können wir ihn errichten. 10 Tonnen Werkzeug wird er benutzt oder verwendet. Wir können 2 Steinmetze pro Steinbruch errichten. Das machen wir jetzt hier. Können wir denn schon einen Steinmetz bauen? Ja, können wir. Auch hier sollte natürlich der Steinbruch im Aktionsradius sein. So, ist er auch? Oder bauen wir den? Bauen wir ihn hier hin. So, dann war das schon auf dem Weg. Aber ihr seht, auch unsere Stadtkasse geht echt den Bach runter. Wir müssen noch ein bisschen mehr verkaufen. Und zwar verkaufen wir jetzt auch Stein. Da verkaufen wir den gesamten Lagerbestand.
Auch Stein hat als Selbstkosten 2 Taler, von daher sind 22 Taler ein guter Preis. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Ja, und mittlerweile haben wir weitere Bauoptionen freigeschaltet. Ja, mit 30 Siedlern können wir jetzt schon hier Holzpalisaden zum Schutz unserer Stadt bauen und ein Holztor. Wir können bei den Plantagen jetzt schon die Gewürzplantage, die Zuckerrohrplantage, das Weingut und auch die Tabakplantage bauen. Dementsprechend können wir die weiterverarbeitenden Betriebe bauen, nämlich die Rumbrennerei und hier die Tabakwarenfabrik. Ja, und hier können wir Kontor 2 bauen. Damit erhöhen wir die Lagerkapazität unseres Kontors. Aber das ist im Moment jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, und wir können eine Feuerwehr bauen und ein Wirtshaus bei den öffentlichen Gebäuden. Die Feuerwehr, da sollten wir nicht zu lange drauf warten, weil sobald Brände ausbrechen und wir keine Feuerwehr haben, ja, kann sich das Feuer ausbreiten und wir haben ein wirkliches Problem. Aber jetzt haben wir eher ein Problem, dass wir bald kein Geld mehr haben. Deswegen würde ich jetzt hier noch weitere Wohngebäude platzieren. So, und ich würde gerne noch den zweiten Steinmetz bauen. Da haben wir auch noch das Geld, aber kein Holz mehr. Das ist schade. Ja, weil sich hier unsere Bürger weiterentwickeln. Naja, gut. Wir warten auf die nächste Holzlieferung. Na, jetzt haben wir gerade wieder Werkzeug eingekauft. Ihr seht, Werkzeugeinkauf ist echt ein Kostentreiber. Wir sollten versuchen, so schnell wie möglich unabhängig zu werden. Ja, das wäre nämlich unser nächstes Ziel, die Werkzeugproduktion zu starten. Aber dafür müssen wir unsere Stadt erstmal mächtig weiter ausbauen. Ah, da kommt das Holz. Aber ich habe kein Geld mehr. Okay, gut, dann warten wir noch ein bisschen. Ja, mittlerweile haben wir schon 78 Siedler. Ja, und mit 75 Siedler haben wir neue Bauoptionen. Wir können jetzt die Getreidefarm bauen. Dementsprechend haben wir eine Wassermühle und eine Windmühle und eine Bäckerei. Also hier können wir die nächste Nahrungsmittelproduktionskette starten. Das kommt aber erst später. So, wir haben wieder etwas Geld. Wir können direkt den zweiten Steinmetz bauen. Sehr gut. Ja, und wenn wir hier diese öffentlichen Gebäude anklicken, dann können wir sehen, dass hier von dieser Kirche alle Wohngebäude jetzt hier den Zugang haben. Man könnte eventuell noch hier ein Wohngebäude bauen, ja. Ja, das hat auch Zugang zur Kapelle. Und klicken wir dann hier dran, dann sehen wir haben hier noch Potenzial, das auszubauen. Allerdings, dieses Gebäude hat keinen Zugang zur Kapelle. Das müssen wir später, wenn wir das hier erweitern, dann mit einer Kapelle ja entsprechend versorgen. Euer Volk braucht eine Schule. Ja. Weiterer Bedarf wird angemeldet. Neben dem Wirtshaus brauchen wir jetzt auch eine Schule. Mit 100 Siedlern können wir jetzt hier bei den öffentlichen Gebäuden die Schule errichten. Damit warten wir aber noch. Wir können allerdings auch tatsächlich jetzt eine Werkzeugschmiede bauen. Das bringt uns aber nicht viel, weil wir noch keine Eisenmine und auch keine Erzschmelze errichten können. Das können wir erst mit 125 Siedlern. Ja, da brauchen wir noch ein paar.
Aber ihr seht auch, dass die Bilanz sich allmählich verbessert. So, ich glaube, Stein wird komplett von den freien Händlern immer gekauft. Ja, ist schon wieder alles weg. Sehr gut. Können wir noch irgendwas verkaufen? Ja, wir könnten Stoffe verkaufen. Da haben wir auch genug. Wir lassen mal 10 Tonnen im Lager. Ja, und bei diesem Ausbau unserer Stadt müsst ihr auch bedenken, dass in den weiterentwickelten Wohngebäuden mehr Menschen leben können. Hier im Haus für Pioniere können 2 Pioniere leben. Bei unseren Siedlern sind es schon 6, das ist das Dreifache. Dementsprechend wächst natürlich unsere Bevölkerung. Ihr müsst sicherstellen, dass natürlich die Güter, jetzt hier Stoffe und auch Nahrungsmittel, immer genügend vorhanden sind. Dementsprechend müssen wir natürlich auch dann die Produktion anpassen. Ganz wichtig, wenn wir unsere Stadt auf eine neue Zivilisationsstufe bringen wollen. Mittlerweile haben wir 130 Siedler. Wir können jetzt endlich hier die Erzmine bauen. Aber 1000 Taler kostet dieses Bauwerk. Ja, wir brauchen 10 Tonnen Werkzeug und auch 5 Tonnen Stein. Holz ist jetzt nicht so das Problem. Ja, das müssen wir natürlich erstmal erwirtschaften und dafür brauchen wir auch erstmal einen neuen Marktplatz, weil hier ist unser Eisenvorkommen, beziehungsweise unser Eisenerzvorkommen. Im Moment haben wir kein Werkzeug für unseren Marktplatz. Eure Stadt wächst und gedeiht. Ja, jetzt haben wir schon 200 Einwohner in unserer Stadt, aber kein Werkzeug. So, hier könnten wir den Marktplatz gut bauen. Ja, wenn ich Werkzeug habe. Ja, spätestens jetzt sollten wir eigentlich unseren Bürgern die Baustoffe nicht mehr zur Verfügung stellen, aber ich möchte gerne doch in einer positiven Bilanz kommen, deswegen müssen wir es noch ein bisschen weiter ausbauen. Was wir allerdings machen können, das bringt nichts, also wir können jetzt nicht die Steuern so weit erhöhen, dann haben wir keinen Zuwachs mehr. Also lassen wir das mal so noch. Aber ihr seht, es fehlt nicht mehr viel, bis wir in eine positive Bilanz sind. So, und da sind gerade wieder Werkzeuge eingekauft worden. Wir können jetzt den Marktplatz hier errichten, wie ich es geplant habe. Nein, leider sind die Werkzeuge schon wieder für den Ausbau unserer Stadt aufgebraucht worden. Okay, wir machen das jetzt tatsächlich. Kein Werkzeug wird jetzt mehr entsprechend hier verwendet von unseren Bürgern. So, da sind die Werkzeuge eingekauft worden. Jetzt können wir endlich hier unseren Marktplatz nicht bauen, weil jetzt haben wir kein Geld mehr. Wie doof. So, ich stelle aber gerade fest, dass auf dieser Insel hier noch 6 Tonnen Werkzeuge eingelagert sind. Die werden wir uns jetzt mal eben schnell holen. Hier, dieses Schiff. Stoppen wir jetzt mal die Handelsroute und du kannst direkt mal hier hin. So, da sind wir. Okay, holen wir mal das Werkzeug. Und dann geht es wieder zu unserer Hauptinsel. Okay, da sind wir. Na, ein bisschen näher müssen wir schon. Das können wir alles ausladen. Und dann kannst du auch wieder auf deine Handelsroute. Okay. Bauen wir jetzt unseren Marktplatz endlich auf. Den wollte ich so bauen. Und dann
auch wieder den ganzen Wald hier wegnehmen. So, und jetzt müssen wir warten, dass wir entsprechend 1000 Taler haben, um unsere Eisenmine oder Erzmine zu bauen. Ja, und Kontor Nummer 1, also das, was wir als erstes gebaut haben, hat eine Lagerkapazität von 60 Tonnen. Bauen wir das Kontor Nummer 2, haben wir 80 Tonnen Lagerkapazität. So, wir können die Steuern mal eben für einen kurzen Augenblick so stellen. Dann haben wir zwar keine Bevölkerungszuwächse mehr, aber ihr seht, wir haben eine positive Bilanz. Die Produktionskette von Werkzeug ist wirklich sehr kostspielig. Wir brauchen eine Erzmine und eine Erzschmelze. Und eine Erzschmelze kann 2 Werkzeugschmieden mit Eisen bedienen. Ja, und alle sind recht teuer in der Erstellung und auch in der Unterhaltung. Die Betriebskosten sind echt hoch. Ja, und wir haben mittlerweile jetzt schon 1000 Taler in unserer Stadtkasse. Wir können unsere Eisenmine bauen. Wunderbar. Da passt sie hin, da wo das Symbol auch ist, mit dem Eisenerz. Was wir als erstes machen, ausschalten. Die Betriebskosten sind 60, dadurch reduzieren wir das auf 20. Das ist schon mal ganz wichtig. Wir können hier noch entsprechend eine Straße bauen. Nämlich so. So, für die Erzschmelze brauchen wir 3 Tonnen Werkzeug, 1 Tonne Holz und 4 Tonnen Stein. Und wir brauchen 200 Taler. So, ich glaube, wir können sie bauen. Ja, okay. Bauen wir hier hin. Auch hier schalten wir jetzt erstmal den Betrieb aus, um die Betriebskosten zu reduzieren. Und ihr seht, die Erzschmelze braucht Erz und Holz. Ich habe jetzt die Erzmine nicht an den Marktplatz angeschlossen. Da kann sich hier der Schmied oder derjenige, der an der Erzschmelze arbeitet, sich sofort das Rohmaterial holen. Wir müssen aber jetzt erstmal noch eine Werkzeugschmiede bauen. Da brauchen wir wieder 3 Tonnen Werkzeug. Okay, das sollte nicht das Problem sein. Ja, wir brauchen Werkzeug. Wir hoffen, wir kriegen noch ein bisschen was. Da kommt der freie Händler. Ja, da solltest du nicht parken. Komm lieber zu unserem Kontor. Ja, und ihr seht, es wird immer weniger Werkzeug von den freien Händlern verkauft. So, jetzt brauchen wir nur noch 1 Tonne. Das ist hier wirklich ein Geduldsspiel. Aber die brauchen wir noch, um unsere Werkzeugschmiede zu bauen. Und dann sind wir endlich unabhängig vom Werkzeugeinkauf. So, Gott sei Dank, wir haben endlich die 3 Tonnen Werkzeug. Wir können jetzt die Werkzeuge tatsächlich hier aus dem Verkauf nehmen, indem wir einfach auf diesen Topf hier drücken. Dann ist das raus. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ja, aus gutem Grund, weil ich jetzt endlich meine Werkzeugschmiede bauen kann. Wunderbar. Jetzt werden wir nach und nach die Produktionsstätten anschalten. Erstmal die Erzmine. So, wenn hier die ersten Rohstoffe sind, die Erzschmelze und dann zum Schluss hier
das müssen wir auch noch ausschalten, das habe ich ganz vergessen. Natürlich die Werkzeugschmiede. Ja, und ihr seht, damit sind wir jetzt schon wieder in einer negativen Bilanz. Das macht aber nichts. Wir werden jetzt natürlich unseren Bürgern die Baustoffe wieder freigeben. So, die erste Tonne Eisenerz ist in unserer Mine. Wir können die Erzschmelze anschalten. Ja, und er holt sich dann tatsächlich aus dem Markt und hier aus der Erzmine seine Rohstoffe. Oh, da hat er sie schon geholt und jetzt geht er jetzt noch zum Markt. Und dann ist er sehr schön animiert, wenn die Erzschmelze arbeitet. So, hier warten wir jetzt, dass das erste Eisen natürlich im Lager ist. Wunderbar. Dann Werkzeugschmiede und wir produzieren unser Werkzeug jetzt selber. Das ist sehr gut. Unsere Wohngebäude können sich weiterentwickeln. Wir müssen jetzt mal dafür sorgen, dass wir eine positive Bilanz bekommen. Das sollte aber jetzt mit der Entwicklung unserer Bürger hier kein Problem sein. Ja, die Steuern würde ich jetzt mal noch etwas senken, dass sie wieder lächeln und wir hier entsprechend mehr Bürger in unserer Stadt bekommen. Ja, und nachher sollten wir dann noch eine zweite Werkzeugschmiede bauen, aber jetzt haben wir erstmal die eine. Ja, und mittlerweile haben wir schon eine positive Bilanz. Unsere Wohngebäude haben sich weiterentwickelt. Ja, und ich würde jetzt gerne noch eine zweite Werkzeugschmiede bauen. Noch einmal kurz hier die Baumaterialien nicht zur Verfügung stellen. Ja, und sobald wir jetzt hier 3 Tonnen haben an Werkzeugen, können wir noch die zweite bauen. So, da ist sie. Wunderbar. Dann können wir hier wieder das freigeben. Ja, und ihr seht, wir haben trotz allem eine positive Stadtbilanz. Also der Ausbau unserer Stadt ist ganz wichtig. Und wir haben jetzt hier tatsächlich einen großen Meilenstein erreicht, indem wir unsere eigene Werkzeugproduktion haben. Das nächste, was wir jetzt brauchen, ist Alkohol, um die Steuern noch weiter hochzutreiben. Dafür werden wir aber jetzt den Verkauf von Stein entsprechend stoppen. Weil für den Bau der Plantagen brauchen wir tatsächlich jede Menge Stein. Wir haben ja 100%ige Fruchtbarkeit von Zuckerrohr und wir brauchen 2 Zuckerrohrplantagen, um eine Rumbrennerei 100%ig auszulasten. Gut, dann schauen wir mal. Wir brauchen 8 Steine. Die haben wir jetzt im Moment nicht. Aber wir können die hier dann entsprechend bauen. So, wir haben alle Güter. Gut. Okay, wir bauen unser Zuckerrohr an. Dann baue ich die Straße hier. So. Auch hier ist es so, wir müssen die Zuckerrohrplantage nicht unbedingt an den Marktplatz anschließen. Allerdings, unsere Mitarbeiter aus der Zuckerrohrbrennerei müssen einen Zugang zu der Plantage haben. Also sie können nicht hier ohne Weg sich den Rohstoff holen. Auch hier ist es wichtig, dass wir nicht sofort die weiterverarbeitenden Betriebe bauen, weil das dauert hier, bis die ersten Rohstoffe geerntet worden sind. Da muss man immer so ein bisschen drauf achten, um nicht unnötige Kosten zu
verursachen. Gut, wir müssen aber noch erstmal warten, bis wir entsprechend noch weiter Stein haben, um die zweite Zuckerrohrplantage zu bauen. So, dann können wir sie jetzt schon bauen hier. Ja, man könnte sie natürlich so bauen, aber tja, bauen wir das so? Nein. Ein bisschen Verlust haben wir durch diese Bauweise. Aber für den Anfang sollte das kein Problem sein. So, sehr schön. Dann bauen wir den Weg jetzt hier so rum. Genau. Das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen das anders. Das ist ja noch besser. Weil hier passt genau unsere Rumbrennerei rein. Dafür brauchen wir aber jetzt erstmal Geld. Nein, Geld haben wir. Was brauchen wir? Stein. So. Ja, das gefällt mir sehr gut. So, und die muss natürlich entsprechend hier angeschlossen werden an unseren Marktplatz. So, und der holt sich jetzt entsprechend hier den Rohstoff. Das können wir erst noch mal stilllegen. Vollkommen richtig. So, wir sind auch schon wieder in den Niesen. Aber das sollte sich jetzt gleich ändern. Sobald der erste Alkohol hier bei unseren Bürgern angekommen ist, schrauben wir die Steuern richtig gut nach oben. Der erste Zuckerrohr wird geerntet. Ja, haben wir das noch nichts hier drinnen, oder? Nein, noch nicht. Aber jetzt. Okay, dann können wir die Rumbrennerei in Betrieb nehmen. So, und er müsste jetzt eigentlich sich hier aus den Plantagen bedienen. Da ist er, wunderbar. Ja, und wenn der Rauch aus der Rumbrennerei kommt, wird kräftig gearbeitet. So, und dann kommt auch schon unser Karrenschieber und holt den ersten Alkohol. Wunderbar. Ja, läuft alles jetzt richtig gut. Ich bin super zufrieden. Ja, unsere Bilanz ist noch ein bisschen mau, aber wir arbeiten dran. So, und jetzt seht ihr, Alkohol, der Bedarf ist noch nicht hundertprozentig erfüllt, so 36%. Wir könnten jetzt die Steuern schon entsprechend anheben, nämlich so lange, wie sie lächeln. Ihr seht, wie dieser Balken oder dieser Strich nach oben geht, und sobald er ins Schwarze geht, ja, dann sind sie nicht mehr so ganz glücklich. Also haltet es so. So, sind wir aber in einer positiven Bilanz. Einfach nur, weil wir die Steuern jetzt durch den Alkohol so nach oben bringen konnten. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. Ja, wunderbar. Ja, wir haben eigentlich die Basis geschaffen. Wir produzieren jetzt Werkzeug, Alkohol, um unsere Bürger zu versorgen. Wir müssen natürlich unsere Stadt weiterentwickeln. Wir müssen den Bedarf der anderen Güter natürlich decken, und wir müssen vor allem auch
die Dienstleistungsgebäude errichten und unsere Stadt weiterzubringen. Das alles werden wir im zweiten Teil unseres Tutoriums für Anno 1602 dann durchführen. Ich hoffe, ihr seid dann weiterhin mit dabei. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.